Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute meinen Lesemonat August für euch. Mm, Der Juli war ja etwas schwieriger, was das Lesen anging. Einfach aufgrund der Hitze. Dann habe ich fast nur Fanfiction gelesen und kam irgendwie nicht so richtig in die Bücher rein. Ich kann aber sagen, der August war definitiv erfolgreicher, zum Glück. Ich habe die Fanfiction-Phase noch nicht überwunden, beziehungsweise ich habe in den letzten Tagen wieder einen leichten Rückfall erlitten. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich gar nichts mehr, also keine physischen Bücher mehr lese oder so. Nein. Sondern ich lese jetzt ab und zu zwischendrin mal Fanfiction, dann steige ich wieder auf die Bücher um. Das ist schon mal besser als jetzt im Juli. Mal sehen. Ja, ich würde auch direkt anfangen, die Bücher zu zeigen und meine Meinung zu den Büchern zu sagen. Ich habe unter anderem Alice in Borderland 1 gelesen. Das war ja eins meiner Bokopoli-Bücher. Und hier geht es ja um eine Gruppe von Jugendlichen, teilweise Erwachsenen, die von jetzt auf gleich nach einem Feuerwerk in quasi einer Parallelwelt aufwachen, in der sie dann an Spielen teilnehmen müssen, um sich quasi ihr Überleben in dieser Welt zu sichern. Weil wenn sie gewinnen, bekommen sie eine bestimmte Anzahl an Tagen, die sie dann in dieser Welt noch verbringen dürfen, bevor sie an einem neuen Spiel teilnehmen müssen oder bevor sie eben sterben. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr postapokalyptisch. Es hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht zu lesen. Ich war anfangs so ein bisschen verwirrt noch. Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich drinne war. Aber als ich dann drinne war, hat es total Spaß gemacht auf jeden Fall. Der Zeichenstil gefällt mir auch gut. Was kann ich denn hier mal zeigen? Ja, also total interessant und ja, es gibt ja inzwischen, ich glaube schon 6 oder 7 Teile oder so. Also ich hänge ein bisschen hinterher. Und die Netflix-Serie habe ich auch noch nicht geschaut. Ich weiß allerdings auch nicht, wie weit die da halt mit der Verfilmung sind. Deswegen wollte ich mich nicht spoilern und halt die erste Staffel anfangen und dann vielleicht schon Sachen aus dem zweiten Band oder so zu bekommen. Ja, deswegen habe ich das hier halt gelesen und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich werde die Reihe auch auf jeden Fall fortsetzen. Dann habe ich ein Buch gelesen, auf das ich mich super gefreut hatte, nämlich Whispers in the Dark von Nicole Knight und Lily Mayne. Und Lily Mayne ist ja eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen, deswegen musste das halt so schnell wie es nur ging gelesen werden. Hier geht es um Cody und Cody ist 24 Jahre alt. Er wohnt zu Hause zusammen mit seinem Stiefvater und mit seinem Stiefbruder. Allerdings muss Cody sich komplett allein um seinen Stiefvater kümmern, weil der ist sehr krank. Und sein Stiefbruder hilft da nicht wirklich mit. Die Farmtiere sind auch da. Ähm, Sein Stiefbruder hilft nicht wirklich mit, sondern er ist eher eine größere Last noch, denn Cody wurde sein ganzes Leben wirklich schon von ihm gemobbt, aber auch, es ist kein gutes Umfeld für Cody. Er traut sich aber trotzdem nicht, irgendwie sich dagegen aufzulehnen, weil sein Bruder und sein Stiefvater sind halt quasi so in der Übermacht und seine Mutter ist gefühlt nie da und wenn sie da ist, dann ist ihr im Grunde alles egal. Und eines Tages entdeckt Cody dann, dass diese Gestalt unter seinem Bett, wo er die ganze Zeit dachte, ist einfach nur eine Halluzination von ihm oder sowas, stellt sich heraus, dass dort ein wirkliches Monster unter seinem Bett die ganze Zeit wohnt, mit dem er dann anfängt zu sprechen und dann bauen die beiden eine Beziehung auf. Ja, das ist so der Inhalt des Buchs und ich muss auch wirklich sagen, es war teilweise wirklich nicht einfach, die ganzen Szenen zwischen Cody und seinen Familienteilen zu lesen, weil es halt, wie gesagt, wirklich definitiv keine gesunde Beziehung ist. Es geht viel um Gewalt. Ja, ich glaube, vorne ist auch eine Triggerwarnung drin. Ich muss gerade nochmal gucken. Genau, eine ziemlich lange Triggerwarnung. Also lest die bitte vorher. Also es werden ziemlich viele, ziemlich harte Themen behandelt in diesem Buch. Mir hat das Buch gut gefallen. Es war jetzt kein Highlight, muss ich sagen. Es war aber, also auf der emotionalen Ebene war es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich fand nur, es war zwischendrin so ein bisschen Stillstand, sobald man
sobald sich die beiden quasi so ein bisschen näher kennengelernt hatten. Und ja, wie gesagt, das war für mich so ein bisschen Stillstand zwischendrin, aber hier gab es einen Nebencharakter, ein ja, Freund, Mentor von Noah, dem Noah, von dem Monster, und da hoffe ich wirklich, dass der vielleicht den zweiten Band oder so bekommt, weil also am Ende hat sich schon so ein bisschen angehört in die Richtung, und weil diesen Charakter fand ich total interessant und witzig, und ja, da hoffe ich halt, dass der auf jeden Fall auch noch ein Buch bekommt, weil das interessiert mich jetzt schon sehr, wie das für ihn alles verläuft oder was für ihn verläuft eher. Ja, also, ach, das war wieder ein tolles Buch, an dem Lily Mandy eben Co. mitgeschrieben hat, denke ich. Ja, und da hier eben auch drauf steht Book One, denke ich, es wird halt auch eine ganze Reihe, deswegen bin ich schon sehr gespannt darauf. Ja, wie es dann weitergeht, mit wem es weitergeht, und ich hoffe, man erfährt dann auch, wie es ja, mit Cody und Noah ja, weitergeht, weil das liebe ich auch, wenn man in den Folgebänden immer noch was von dem Originalpaar quasi mitbekommt. Als nächstes kommt ein Buch, was mich so ziemlich fertig gemacht hat in jeglichem Sinne, aber das wusste ich vorher schon, weil es ist von T.C. Daniels. Ich meine, was erwarten wir hier? Alle seine Bücher sind so toll. Ich möchte jetzt gar nicht anfangen, aber wirklich, wow. Ich habe hier im August dann Valence Truth gelesen, und dieses Cover, ich bin immer noch nicht drüber weg. Es ist so schön, es ist einfach so schön. Ich liebe es so, so sehr. Oh, es ist so hübsch. Ja, und hier geht es um Connor, und nach dem tragischen Tod seines Ehemanns möchte er einfach nur raus, möchte einfach weg von allem und nimmt dann einen Job an als Feuerturmwächter, lebt dann total abgelegen in einem Wohnwagen im Wald und ist im Grunde die ganze Zeit alleine, außer wenn er halt mal in die Stadt fährt, um Besorgungen zu erledigen und Co. Und dann trifft er aber irgendwann auf den ja, grimmigen und verschlossenen Valen, und der lebt auch allein im Wald, der hat dort eine Hütte, er hat Hunde und der fürchtet Menschen und ja, hat auch so seine eigenen Probleme, die er definitiv mitbringt. Und irgendwie können die beiden dann aber doch nicht voneinander ablassen, obwohl sie es eigentlich denken, dass sie es sollten. Ja, also das zum Inhalt dieses Buches, und wow, also ich war wirklich nach so 2 Seiten schon wieder voll drin. Es ist halt echt immer ein Wunder, wie das bei allen von Fantasy Büchern möglich ist. Ich verstehe es einfach nicht. Also es hat so Spaß gemacht zu lesen. Auch hier gibt es sehr viele Themen, sehr viele ernste Themen. Es ist eine ziemliche emotionale Achterbahnfahrt. Also wirklich, ich ja, konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt die ganze Zeit lachen soll oder ob ich tief traurig sein soll. Es war immer so eine Mischung aus allem irgendwie. Und oh, also es hat mir super viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen, und ich kann es jedem nur empfehlen, generell alle Bücher von dem Autor. Einfach nur toll, wirklich. Und ich weiß jetzt hier gar nicht, ob es irgendwie noch einen zweiten Teil oder so geben wird. Ich hoffe es sehr, weil ich schon gerne sehen würde, was die, ja, wie es halt danach weitergeht einfach. Und ja, also es war schon toll, es war schon sehr toll, muss ich sagen. Ich bin als noch am Überlegen, ob das vielleicht nicht sogar mit eins der Jahreshighlights wird. Aber das mache ich generell immer erst so am Ende des Jahres, dass ich erstmal durchgucke, was habe ich eigentlich alles gelesen, und dann entscheide ich. Aber das ist definitiv, meine ich, ein Kandidat dafür, weil wow, es war wieder wow, einfach nur wow. Mehr kann ich zu dem Buch nicht sagen, außer dieses Cover, wow, und die Story, wow. Einfach nur alles wow. Das nächste Buch ist jetzt auch keine Überraschung, denke ich, keine Neuheit, kein Nichts, denn es ist mal wieder eine neue Monsters in Love Anthologie rausgekommen. Yay. Diesmal war es Lost in the Forest, und ja, das musste ich dann natürlich auch sofort haben und sofort lesen, und es ist mal wieder ein ziemlicher, aber es ist so schön. Ich liebe das. Ja, das musste dann natürlich auch sofort einziehen. Und hier geht es ja um verschiedene Kurzgeschichten, die alle im Bereich Monster Love angesiedelt sind.
werden geschrieben von ganz vielen verschiedenen Autoren. Ich schaue mal gerade, wie viele hier drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, also hier haben wir 11 verschiedene Autoren drin. Stopp. Doch. Tatsache. 11 verschiedene Autoren. Und alle müssen sich dann quasi, so wie ich das verstehe, immer eine Geschichte ausdenken zu einem Monster, was dann eben hier zum Beispiel im Wald angesiedelt ist. Und ich war anfangs echt ein bisschen, also bevor ich das Buch gelesen habe, habe ich mir selbst erstmal Gedanken gemacht, welche Monster könnten denn so im Wald verborgen sein. Ich bin aber tatsächlich gar nicht auf so viele Sachen gekommen. Wir haben hier unter anderem die üblichen Orks. Dann haben wir aber auch ganz viel so Harpien-ähnliche Wesen, also Flügelwesen, sage ich mal. Dann gab es aber auch Spinnen, da hatte ich vorher gar nicht dran gedacht. Also wieder eine sehr bunte Mischung, was alles angeht, von allem wirklich. Wir haben ganz viele verschiedene Tropes. Jede Geschichte hat auch vor Beginn, kann ich das mal hier irgendwo zeigen? Ja, also hat hier quasi immer eine, bevor die Geschichte losgeht, gibt es hier immer eine Kurzbeschreibung, um was es geht. Und quasi noch so eine Art Inhaltswarnung, was jetzt den Smut betrifft, würde ich das mal nennen. Und dann gibt es aber auch noch immer eine Trope-Zusammenfassung quasi, welche Tropes allem in dieser Story verborgen sind oder die halt in dieser einen Story nur vorkommen. Was ich eigentlich ganz praktisch finde, weil es gibt bestimmt auch mal irgendeinen Trope oder einfach irgendwas, was einem jetzt nicht so wirklich liegt oder wo man gar nicht drüber lesen möchte und dann kann man die Geschichte einfach überspringen und kann dann bei der nächsten weitermachen. Ich finde sowas ja auch immer sehr hilfreich, um einfach die Schreibstile verschiedener Autoren mal kennenzulernen und mal reinzulesen einfach. Und ja, dann quasi zu entscheiden, möchte ich mehr von diesem Autor lesen oder nicht. Genau, also auch hier, ich bin wieder durchgeflogen, obwohl das immer solche Klopper sind, aber solche Kurzgeschichtenbände, da bin ich immer so schnell durch, ich liebe das. Und auch hier war jetzt keine Flop-Geschichte dabei, es hat alles wieder durchgehend Spaß gemacht. Es ist jetzt, also es gab jetzt keine Geschichte, wo ich sage, okay, wow, die ist ein unbedingtes Highlight. Ich weiß noch eine, hat mir sehr, sehr gut gefallen hier drinne. Im Vergleich zu den anderen jetzt, aber es war wie gesagt keine schlechte dabei oder so. Ich mag solche Bände sehr gerne und ich glaube Ende September kommt jetzt schon der nächste Band raus und da geht es glaube ich um, ich glaube Unterwasser-Welten-Kreaturen. Da bin ich schon so gespannt drauf, weil das könnte ein sehr interessantes Thema werden. Da gibt es bestimmt, ich habe schon so meine Vermutung, es kommen bestimmt mehr Jungfrauen oder mehr Jungmänner irgendwie vor. Dann bestimmt irgendwie solche Seeschlangen oder sowas, vielleicht Kraken, oh Kraken, bestimmt. Was könnte es denn noch? Ja, jetzt bin ich schon wieder, was könnte es denn noch geben? Vielleicht Piraten oder sowas? Das wäre halt auch cool. Oh, ja, da bin ich schon mega gespannt drauf. Ende des Monats kommt es, meine ich. Ich habe mir sogar eine Erinnerung erstellt, dass ich das Jahr nicht verpasse. Weil hier bei den Büchern ist es irgendwie immer nur so, die sind nur so ein paar Tage als Print erhältlich. Und sonst meine ich nur in Kindle Unlimited oder so. Und das habe ich halt nicht. Und ich möchte halt schon sehr gerne die Printausgaben haben, weil ich die halt richtig hübsch finde. Und auch immer total schön gestaltet. Weil hier mit den einzelnen Kapiteln und ich liebe das einfach. Oh mein Gott, ja. Also ich bin halt schon bereit für das nächste, für die nächste Sammlung. Ich bin ein großer Fan und ich bin halt echt ein bisschen traurig, dass ich glaube das erste Buch habe ich nicht, die erste Sammlung. Da kannte ich das noch gar nicht. Und es ist jetzt natürlich dann nicht mehr verfügbar. Und ich glaube das zweite habe ich auch nicht. Aber ja, da bin ich schon mega gespannt und es sind auch schon einige andere angekündigt, also der Lesestoff geht hier nicht aus. Ich muss mal schauen, ob das hier auch irgendwo steht. Okay, also im September 2023 kommt Monsters in Love Volume 4, Lost in the Deeps. Im März nächstes Jahr kommt Volume 5, Lost in the Fire. Das ist auch interessant, weil Feuer fällt mir jetzt so gar nichts ein. An Monstern, ehrlich gesagt. Oh, das wird auch sehr spannend. Und dann nächstes Jahr im September kommt Volume 6, aber da ist noch kein Titel bekannt.
Also es ist sehr viel geplant in diese Richtung. Ich bin super gespannt und ich werde, wenn es möglich ist, alle kaufen, weil ich es, wie gesagt, liebe. Und dann haben wir noch das letzte Buch und das ist auch das schwierigste Buch oder das Buch, was am schwierigsten zu zeigen ist, weil ich habe We Are Everywhere gelesen. Das war ja auch meine Bukopoli Aufgabe mit. Ich hatte ja ein Sachbuch gezogen und da hatte ich mich ja hierfür entschieden. Und hier geht es quasi um die queere Geschichte in Amerika, muss ich dazu sagen. Von anderen Ländern hat man jetzt nicht wirklich was mitbekommen. Es ist halt wirklich auf Amerika bezogen, was ich auch sehr interessant finde, muss ich sagen. Hier geht es wirklich um die Jahre. Ich muss nochmal nachschauen. Ja, es spielt in den Jahren 1867 bis 1994. Und dann gibt es quasi noch ein letztes Kapitel oder einen letzten Abschnitt, der sich dann nochmal mit der heutigen Zeit beschäftigt oder eben mit der Zeit beschäftigt zum Zeitpunkt, wo dieses Buch eben erschienen ist. Ja, also das hier fand ich sehr interessant. Es hat natürlich ein bisschen gebraucht, bis ich da durch war letztendlich. Es ist nun mal, es sieht jetzt nicht so dick aus, aber es gibt sehr viel Text zwischendrin. Also es gibt auch wirklich Seiten, wo nur Text am Stück ist. Ab und zu sind zwischendrin immer mal wieder Bilder, was ich wirklich sehr, sehr toll finde. Die Bilder sind teilweise auch so interessant und da ja, laden wirklich zum Verweilen ein, dass man sich das alles genauer mal anschaut. Also super, 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 super interessant. Und es gab so vieles, was ich vorher gar nicht wusste, wo ich mich vorher quasi nie mit beschäftigt habe. Einfach, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, im Deutschen ist das alles gar nicht so drinne. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. ähm, keine Ahnung, also ich glaube, es ist was anderes, wenn du in Amerika in der Szene groß wirst, als quasi in Deutschland. Ist ja natürlich auch ein bisschen klar, aber hier finde ich, gab es nochmal einige Unterschiede. Es ging auch sehr viel um Politik, gerade in den ersten Kapiteln, um verschiedene Vereine und Clubs und Co., die gegründet wurden. Das hat mich anfangs echt so ein bisschen nicht abgeschreckt zu lesen, aber dadurch wurde der Lesefluss echt so ein bisschen für mich unterbrochen, weil das einfach Sachen sind, mit denen ich jetzt so gar keinen, zu denen ich so gar keinen Bezug habe und Co. Ja, aber das waren wie gesagt die ersten Kapitel und dann ja, es blieb zwar die ganze Zeit ziemlich politisch, würde ich sagen. Es ging auch gegen Ende hin viel um die Politik, als quasi AIDS zum ersten Mal quasi unterwegs war, als es groß wurde und dann eben in Amerika die Politiker quasi aber nichts gemacht haben. Das war halt wieder, fand ich ein sehr, sehr interessantes Kapitel zum Beispiel. Ähm, genau, es ging halt auch, also ich erschlag mich hiermit noch. Ähm, ja, also es ging auch sehr viel um die Aktivisten in der Szene. Das fand ich auch sehr, sehr gut, wirklich. Also es hat, es war sehr informativ, es hat Spaß gemacht, es zu lesen, vor allem, wie gesagt, mit den Bildern zwischendrin. Ich kann es empfehlen, auch einfach, wenn man es haben möchte, nur mal um so durchzublättern, weil ich finde, dafür allein lohnt es sich schon, weil es eben wirklich so schön ist und so schön aufgemacht auch mit den verschiedenen Bildern. Und ja, also das spricht mich wirklich sehr, sehr an. Und ja, es war auf jeden Fall super interessant und ich bin echt froh, dass ich es gelesen habe und dass ich jetzt wirklich so viel Neues weiß. Wie gesagt, es kam so viel vor, wo ich nie vorher mich irgendwie mit beschäftigt hatte, wo ich vorher nie irgendwas von gehört hatte. Total interessant. Und mh, wie gesagt, es dreht sich ja aber größtenteils um die amerikanische queere Geschichte. Und ich hatte jetzt auch schon mal geguckt, ob es irgendwie etwas Vergleichbares für Deutschland gibt, aber ich bin nicht so richtig fündig geworden, beziehungsweise nicht so, wie ich das wollte. Ich habe etliche englischsprachige Bücher tatsächlich gefunden, die sich irgendwie so ein bisschen mit der deutschen queeren Geschichte auseinandersetzen, aber ich hätte halt gerne auch quasi von Deutschen etwas, falls ihr versteht, wie ich das meine, keine Ahnung. Falls ihr irgendwelche Empfehlungen in die Richtung habt, könnt ihr mir die sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin auf der Suche nach ähnlichem wie dieses Buch hier. Das war dann auch schon mein Lesemonat für den August. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe ziemlich viel geschafft, gerade im Vergleich zum Vormonat.
Und ich hatte wirklich eine gute Auswahl an Büchern, muss ich sagen. Ich hatte verschiedene Genres und hatte immer so ein bisschen Abwechslung drin. Das hat echt Spaß gemacht. ähm, Ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben, ob ihr irgendeins dieser schönen Bücher auch schon gelesen habt. Und ich bin echt zufrieden, dass ich keinen einzigen Flop dabei hatte. Das ist schon mal echt gut, weil wenn ich gerade so ein bisschen aus so einer Art Leseflaute rauskomme und dann noch einen Flop lese, dann ist bei mir wahrscheinlich komplett vorbei. Aber da hatte ich hier echt Glück, dass das alles ja gute Bücher waren, die mir Spaß gemacht haben. Ähm, ja, ihr könnt mir auch wieder sehr gerne schreiben, welche Bücher ihr alle im August gelesen habt. Ob ihr irgendwelche Highlights hattet oder arge Flops, das interessiert mich auch mega. Und ja, würde an dieser Stelle dann sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video wieder.